Also Frankenstein steht hinter allem. Der Bau des King Kong-Lochs ist abgeschlossen. Das ist typisch. Immer nur King Kong. Warum nicht Queen Kong? Und damit herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Börs. Bei uns kommt es auf die Größe an. Anlässlich des 1. Aprils gibt es heute eine Review zu Queen Kong, einen Parodiefilm über King Kong, mit dem man durchaus seinen Spaß haben kann. In diesem Video wird es neben einer kurzen Review auch ein Best-of der lustigsten Szenen des Films sowie alle Anspielungen an King Kong von 1933 geben. Die Regisseurin Louise Habit sucht für ihren neuen Film einen robusten und gut aussehenden Hauptcharakter. In London macht sie sich auf die Suche und findet mit Ray Fay einen geeigneten Kandidaten. Sie betäubt ihn und nimmt ihn mit auf das Schiff Liberate Lady in Lasanga, where they do the conga. Lasanga, where they do the conga? Ja, das ist unser Ziel. Ein verwunschenes Eiland, das bisher von keinem Engländer betreten wurde. Auf dem Weg dorthin müssen sie sich vielen Gefahren stellen, zum Beispiel der Witwe des Weißen Hais. Sie kommen auf Lasanga, where they do the conga an. Es stellt sich heraus, dass dieser Ort bereits technisch fortgeschritten ist. Sie beobachten eine Zeremonie, in der ein Mann jemanden offenbar als Opfer angeboten wird. Die Chefin des Stammes sieht Ray und will ihn für die Opferung. Das Team bricht den Dreh ab und zieht sich auf ihr Schiff zurück. Die Frauen auf der Insel entführen daraufhin Ray von seinem Schiff und bringen ihn zum Opfertisch. Aus dem Wald erscheint ein riesiger Gorilla namens Queen Kong. Sie schnappt sich Ray und zieht sich mit ihm in den Wald zurück. In dieser Zeit muss sich aber der gewaltige Gorilla gegen einen T-Rex und andere Ungetüme beweisen. Sie beginnt sich in Ray zu verlieben. Auch Ray baut eine Beziehung zu ihr auf. Die Regisseurin verfolgt die beiden und kann Queen Kong betäuben. Wieder in der Zivilisation angekommen, wird Queen Kong in London auf einer Kirmes ausgestellt. Sie kann sich befreien und macht London unsicher. Louis versucht Ray für sich zu gewinnen, doch er erkennt ihre oberflächliche Art und will wieder zu Queen Kong zurück. Er hält eine Rede und kehrt danach mit den Gorilla auf die Insel zurück, wo sie ein unbeschwertes Leben führen. Neben der bereits erwähnten Witwe des Weißen Hais kommt es noch zu anderen Anspielungen. Die Witwe vom Weißen Hai. So zum Beispiel an den Exorzisten, an Tarzan und auch an Klaus Kinski. Wie ihr schon bei der kurzen Inhaltsangabe bemerkt haben werdet, hat der Film viele Gemeinsamkeiten mit seinem Vorbild. So zum Beispiel heißt die Hauptperson Ray Fay. Dies ist einfach bloß der umgedrehte Name der Schauspielerin Fay Wray von 1933. Auch genauso wie im Original kämpft King Kong zuerst gegen den T-Rex und dann gegen den Pteranodon. Außerdem kommt es zu der berühmten Baumstammszene, dem Einsatz von Gasbomben und schlussendlich zu der Gefangennahme, Ausstellung und der Flucht. Da der Film in London spielt und auch ein paar Jahrzehnte später, kommt es dann allerdings zu ein paar kleinen Änderungen. So klettert Queen Kong auf den Big Ben und nicht so wie King Kong auf das Empire State Building, und außerdem wird sie von Helikoptern und nicht von Jagdflugzeugen beschossen. Der feministische Touch erreicht dann zum Schluss seinen Höhepunkt. So gibt es eine ziemlich lange Rede von Ray und Queen Kong überlebt den Beschuss und kehrt zusammen mit Ray in den Dschungel zurück. Wie schon erwähnt, hat der Film einen starken feministischen Touch und so kommt es ganz allgemein zu einem Rollentausch von jeglichen Hauptprotagonisten. Hallo, nun zu meiner Bewertung. Der Film ist eine Parodie an den Filmklassiker King Kong von 1933. Die Rahmenhandlung orientiert sich stark an diesem, hat aber durch den Tausch von Geschlechterrollen eine Alleinstellung. Das Ende sehr interessant gemacht. Hier und da hat der Film, seiner Zeit geschuldet, doch einige Stellen, die heutzutage so nicht mehr gedreht werden können. 5 Gs. Die Effekte sind bewusst trashig gehalten, was durchaus seinen Charme hat. 4 Gs. Die Musik ist unterhaltsam und begleitet den Zuschauer gut durch den Film. 8 Gs. Auch die Kämpfe sind an den Grundton einer Parodie angelehnt. Trotzdem hätte ruhig etwas mehr Pep drin sein können. 5 Gs. Der Film wird nie langweilig und die ganzen Seitenhiebe auf damalige Filmklassiker sowie den ersten King Kong sind wirklich gut. Unterhaltsam ist der Film auf jeden Fall. 8 Gs. Somit komme ich insgesamt auf 30 von 50 Gs. Nun zu meiner Bewertung. Wie bereits schon mehrfach erwähnt, orientiert sich die Handlung sehr an King Kong von 1933 und ist daher sehr gut aufgebaut. Auch die eigenen Ideen passen sehr gut ins Konzept. 8 Gs.
Die Effekte sind überraschend gut und vor allem der Durchbruch Queen Kongs durch den Schutzwall ist sehr gut umgesetzt. Die Kostüme sind leider teilweise nicht gelungen. 6 Gs. Auch die Kämpfe sind an das Vorbild von 1933 angelehnt. Hier ist allerdings das geringe Budget zu merken. 6 Gs. Mit Queen Kong von der Band Peppers hat der Film einen eigenen Titelsong. Dieser ist ganz annehmbar und auch andere Stücke wie Liberal Lady sind ganz gut gelungen. 6 Gs. Der Film ist eine Parodie und so wird die Spannung immer wieder durch verschiedene Witzszenen etwas nach unten gefahren. Wirklich Spannung kommt daher nur selten auf. 4 Gs. Insgesamt komme ich damit auf 30 von 50 Gs. Da auch Sven 30 Gs vergeben hat, haben wir auch zusammen einen Schnitt von 30 Gs. Als mir dieser Film von einem Streamingdienst vorgeschlagen wurde, dachte ich nur, dass das perfekt zum 1. April passt. Doch als Sven und ich den Film sahen, waren wir doch überrascht, wie gut der Film eigentlich ist. Das Aufeinandertreffen von Kaiju-Äger und britischem Humor. Ein gewaltiger Gorilla verwüstet die Oxford Street. Er ist 26 Meter hoch. 26 Meter hoher Gorilla zerstört alles. Sagten Sie wirklich ein Gorilla oder ein Affe? Lustiger Affe! Sorgt für eine spaßige Unterhaltung und mit seiner feministischen Botschaft traf er damals direkt ins Schwarze. Wir können euch den Film nur ans Herz legen. Bis dann. Es war Frankenstein.